das neue Sony Xperia 1 Mark VI. Heute frisch vorgestellt und wir hatten die große Ehre, das Handy vorab zu testen. Und zwar sind wir dafür nach Mittelamerika gereist. Ich bin gerade in Guatemala und hier haben wir eine Woche lang das Handy auf Herz und Nieren getestet. Und jetzt gucken wir erstmal, was hat das Handy zu bieten, was hat sich geändert und was macht das Handy so besonders. Gucken wir uns das Handy mal genauer an. Wir haben hier wieder 3 Linsen verbaut und zwar haben wir hier oben das Ultra-Wide 16 mm Objektiv, darunter das 24 mm Wide Objektiv und hier unten das Teleobjektiv von 85 mm bis 170 und das Ganze wieder optisch wohlgemerkt. Das 16 mm haben wir überwiegend benutzt, um Landschaftsaufnahmen zu machen, sei es von der Drohne, wo wir eben auch sehr weitwinklig sein wollen, oder auch Menschen, wo man mal ein bisschen näher rangehen möchte und diesen Weitwinkel-Look erzeugen möchte. Das Schöne ist, wir haben da eine Blende von 2.2, also schon relativ gut. Und die Stabilisierung hat auch sehr gut funktioniert. Das war auch der Grund, warum wir die Race-Drohne für Weitwinkel benutzt haben. Gerade in 30 Bildern die Sekunde haben wir eine sehr gute Stabilisierung gehabt und konnten die Drohne, die ja schon auch sehr viel wackelt, gut ausgleichen. Also da hat das Handy auf jeden Fall einen guten Job gemacht. Wenn es um das Thema Lowlight geht, dann würde ich euch aber nicht die 16 mm Linse empfehlen, sondern die 24 mm Linse, denn die hat es wirklich in sich. Wir haben hier eine Blende von 1.9, was schon sehr gut ist, und die Kamera ist nochmal Lowlight optimiert. Das heißt, wir können damit tatsächlich in der Nacht, wenn wir so ein bisschen Licht haben, schon sehr, sehr gute Fotos machen. Wir haben das Ganze ausprobiert auf dem Fuego-Vulkan. Das ist ein aktiver Vulkan unweit von Antigua, wo wir gerade sind. Und dort haben wir übernachtet in einem Basecamp auf der gegenüberliegenden Seite von dem Vulkan und haben die ganze Nacht eigentlich schon geshootet und sind dann aber auch zum Sonnenaufgang losgelaufen, um auf den Vulkan selber zu laufen. Und der Hike dorthin ist sehr anspruchsvoll. Also wir sind auf einer Höhe von 3.500 Meter und das ist eine Ansage. Da oben ist die Luft recht dünn und du musst halt erstmal den einen Berg runter und den anderen Berg dann wieder hoch. Machst da einige Höhenmeter und das halt eben auf einer Höhe, wo die Luft sehr dünn ist. Ich hatte zum Glück nur mein Handy dabei. Das Xperia, Karl, mein Assistent, der musste dann das große Besteck mitschleppen und hat, glaube ich, noch ein bisschen mehr geschwitzt als ich. Aber es war trotzdem, glaube ich, für alle Beteiligten eine mega geile Erfahrung. Als wir das erste Mal über diesen Bergkamm gelaufen sind und den Fuego wirklich aus der Nähe gesehen haben, das war schon ein sehr emotionaler und beeindruckender Moment. Als wir über diesen Bergkamm sind und der Vulkan ausgebrochen ist, habe ich sofort mein Handy geschnappt und habe halt eben ein Foto gemacht mit der 24 mm Linse bei absoluten Lowlight. Also es war noch in der Nacht, es war noch vor Sonnenaufgang und ja, guckt es euch an. Also das Bild ist ziemlich imposant. Es ist ein Handyfoto und gerade in solchen Momenten, wo halt eben was schnell passiert, wo man schnell reagieren muss und man halt sofort Zugriff hat auf eine Kamera, die halt auch in solchen Situationen funktioniert. Das sind so Momente, die einem als Fotograf das Leben retten können, weil natürlich habe ich oft die Kamera hier vorne hängen, aber manchmal habe ich es im Kamerarucksack und kann gar nicht so schnell reagieren. Und da ist natürlich so ein Handy, was auch in Extrembedingungen wie Lowlight gut funktioniert, ein absoluter Gamechanger. Also ihr merkt schon, ich bin mega begeistert und es war sicherlich nicht meine letzte Vulkantour, auch wenn das Ganze nicht ungefährlich ist. Also vor einigen Jahren, 2018 erst, noch gar nicht so lange her, gab es hier einen sehr katastrophalen Ausbruch und da sind sogar einige Menschen ums Leben gekommen. Also wenn ihr sowas auch mal machen wollt, dann schaut auf jeden Fall, dass ihr mit Locals unterwegs seid, dass ihr einen Guide habt, der auch weiß, wie er in solchen Situationen reagiert und vor allem auch Gefahren erkennt, bevor sie entstehen. Also das nochmal so als kurzen Disclaimer. Vulkane besteigen, vor allem aktive, ist immer auch ein bisschen Restrisiko. Dem müsst ihr euch auf jeden Fall bewusst sein. Jetzt aber noch mal kurz zurück zum Handy. Wir bleiben bei der 24 mm Linse, denn die hat noch ein sehr cooles Feature. Und zwar ist das die Auflösung. Wir haben hier eine Fotoauflösung von 48 Megapixeln. Das könnt ihr einstellen. Regulär ist das 24 Megapixel, wie auch mit den anderen Linsen. Aber ihr könnt auf 48 Megapixel gehen. Und das macht auf jeden Fall Sinn, wenn ihr eine hohe Auflösung braucht und wenn ihr auch später noch reinzoomen wollt. Ich habe es ausprobiert und muss sagen, die Details, die man da später noch sieht, die sind ziemlich beeindruckend, vor allem für ein Handy. Kommen wir zur dritten Linse und zwar dem 85 bis 170 mm Objektiv, was sich ganz außen befindet. Und das ist, wie schon zu Beginn erwähnt, ein optischer Zoom. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit zu zoomen, optisch und nicht digital, ohne Qualitätsverlust. Ihr habt ja also einen Brennweitenbereich von 16 mm bis 185 mm und das ohne Qualitätsverlust, das heißt ohne digitalen Zoom.
Und das ist natürlich als Foto- oder Videograf mega cool, weil ihr könnt mit euren Shots variieren. Ihr könnt Weitwinkel fotografieren, dann nah ranspringen, eine Teleaufnahme machen und das kommt nämlich auch noch dazu. Neben dem optischen Zoom haben wir hier auch eine Makrolinse verbaut. Mit der könnt ihr bis zu 4 cm an das Objekt rangehen. Und das ist besonders interessant, wenn ihr zum Beispiel Augen fotografieren wollt oder die Pupille oder Pflanzen. Ja, also wirklich, wenn ihr nah ran müsst. Und ihr habt das bei einer Brennweite von 120 mm. Das heißt, ihr seid recht telig unterwegs und trotzdem im Makrobereich. Und das ist auf jeden Fall ziemlich cool für ein Handy, noch eine Makrolinse dabei zu haben. Außerdem gibt es noch einen Bokeh-Modus. Den könnt ihr aktivieren, auch für die Telefotolinse, und dann könnt ihr eben noch mehr Bokeh erzeugen. Das heißt, der Hintergrund wird noch ein bisschen blurrier, also mehr unscharf, und damit setzt sich das Objekt noch ein bisschen mehr vom Hintergrund ab. Das geht mit 85 mm und mit 170 mm. Also ihr merkt schon, die Telefotolinse, die hat auf jeden Fall einige Funktionen. Optischer Zoom, Makroobjektiv und Bokeh-Modus. So viel zu den 3 verbauten Linsen, und wie wir es auch schon kennen vom Vorgängermodell, wir haben hier wieder einen sehr guten Autofokus, der auch nochmal verbessert worden ist, auch wieder mit Tracking-Funktion. Das heißt, wir haben hier wieder den Augen-AF, das heißt, das Auge wird permanent getrackt, gerade interessant, wenn wir mit Personen drehen. Oder wir haben ja auch die Möglichkeit, das Touch-Tracking zu aktivieren. Das heißt, wir tippen auf den Monitor und sagen, dieses Objekt sollst du jetzt tracken und da soll die Schärfe drauf liegen. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, manuell zu fokussieren. Dabei gibt es auch wieder das Focus-Peaking, was uns dabei hilft, zu beurteilen, wo die Schärfe liegt. Und das ist auch gerade im Makrobereich mega interessant, weil da sind wir schon sehr nah dran und der Schärfebereich ist sehr, sehr klein. Und da kann das Schärfe-Peaking mit dem manuellen Fokus uns auf jeden Fall auch wieder sehr weiterhelfen. Außerdem gibt es noch einen neuen Display, der kann noch mal ein bisschen mehr an Helligkeit, 50% in Summe, also das macht auf jeden Fall einiges aus. Gerade wenn ihr draußen seid und die Sonne auf den Monitor scheint, dann ist es immer nervig, wenn der abdunkelt oder ihr nichts mehr seht. Und das ist auf jeden Fall auch nochmal verbessert worden. Zudem wurde der Akku überarbeitet. Der hält jetzt bis zu 2 Tage. So wird es zumindest von Sony angegeben. Wir haben das Ganze getestet und sind eigentlich auch nie unter 40% gekommen. Also selbst wenn wir den ganzen Tag geshootet haben, hatten wir am Ende noch 40% Lebensdauer. Von daher ist die Aussage gar nicht so realitätsfremd. Gerade für die Videografen interessant, wir haben hier wieder ein Farbprofil, was ihr schon von der Alpha-Kamera kennt, nämlich S-Cinetone. Ein sehr ausgewogenes und relativ flaches Farbprofil, was euch aber trotzdem schon ein Bild gibt, was schon verwertbar ist. Also nicht so flach wie S-Stock, aber auch nicht so gesättigt und kontrastreich wie das normale Farbprofil. Das heißt, ihr habt schon sehr schöne Hauttöne, ihr habt ein sehr ausgewogenes Farbprofil und habt noch Möglichkeiten im Grading das Ganze anzupassen und euren eigenen Look zu definieren. Ich selber habe auch in S-Cinetone gedreht, aus den besagten Gründen, einfach um so ein bisschen mehr einen cinematischen Look zu erzeugen und dann noch mehr Spielraum in der Post zu haben. Aber nicht nur das erinnert an eine Alpha-Kamera, sondern auch das Pro-Menü. Dort könnt ihr, wie auch bei der Alpha-Kamera, ins FN-Menü gehen. Ihr könnt den Weißabgleich auswählen, ihr könnt den Autofokus-Modus wählen, ihr könnt Belichtungsreihen auswählen, also all das, was ihr schon kennt. Und ihr könnt natürlich auch sagen, ihr möchtet eure Blende, eure Verschlusszeit und eure ISO manuell einstellen. Und das ist gerade für professionelle Foto- und Videografen absolut essentiell. Und umso besser, dass wir das jetzt hier auch im Handy haben. Hatten wir auch schon beim Vorgänger, aber das Ganze wurde jetzt noch mal ein bisschen überarbeitet. Es wird allmählich dunkel hier in Antigua und deswegen wird es auch langsam Zeit für mein Fazit. Ihr habt ganz viel über das Handy erfahren, ihr habt das Video gesehen, was wir produziert haben, und ihr habt die technischen Specs gehört. Wie ist aber mein Eindruck nach einer Woche Produktion mit dem Sony Xperia 1 Mark VI? Wir haben hier jede Menge neue coole Features. Unter anderem die Makrofunktion, die mich sehr beeindruckt hat. Also ihr habt hier eine Makrolinse dabei, in einem Handy wohlgemerkt, und könnt dann halt eben Aufnahmen machen, die ihr vorher nicht mal mit einer Kamera machen konntet. Ihr brauchtet dafür eine Makrolinse. Die habt ihr hier verbaut und das finde ich auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Upgrade. Und das macht das Handy auch nochmal so ein bisschen unique im Vergleich zu anderen Handys. Dann hat mich natürlich sehr beeindruckt, wie auch im letzten Jahr schon, die 24 mm Lowlight-Kamera. Die Bilder, die wir da gemacht haben bei fast Dunkelheit auf dem Vulkan, die waren schon ziemlich krass. Und auch am Wasser oder in Antigua, als wir abends in der Stadt waren, die Bildqualität hat mich schon sehr beeindruckt. Also da wird es selbst mit einer Alpha-Kamera schwierig, außer ich habe eine 1:2er Blende. Die hat natürlich nicht diese AI-Features verbaut, die dieses Handy hat. Noch nicht. Und da kommen wir auch schon zum Punkt. Denn ich glaube, dass Smartphones keine Kameras ersetzen werden. Das sollen sie auch nicht. Das sind Handys, die eigentlich mal zum Telefonieren gedacht waren, die jetzt halt eben Foto- und Videofunktionen haben, die absolut mindblowing sind. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und ich bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht.
Wir haben hier auf jeden Fall wieder eine deutliche Verbesserung und es ist immer schön, ein Handy dabei zu haben, mit dem man halt auch gute Bilder machen kann. Und das kann man auf jeden Fall mit dem Sony Xperia 1 Mark VI. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, was ihr über das Handy denkt und ob ihr eher Team Handy oder Team Kamera seid, lieber mehr Gepäck haben und dafür bessere Qualität oder lieber mobil sein und die Kamera, die immer dabei ist. Also, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Die Sonne ist weg, es wird dunkel, es wird Zeit zum Schlafen, morgen geht's nach Hause. Also, bis ganz bald.